Ich habe gerade diese Limited Edition gebaut. Und jetzt muss ich euch da draußen mal wirklich fragen, liebe Leute von Kobi, kontrolliert ihr eigentlich eure Sets, bevor ihr sie in die Kartons steckt? Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, pünktlich zum September Anfang 2024 präsentiere ich euch die aktuelle Limited Edition aus dem Hause Kobi, die 2594, den T34-76 bzw. den Panzerkampfwagen T34 747R. Zum ersten Mal ein Beutefahrzeug der Wehrmacht hier aus dem Hause Kobi. Und ob wir einen dicken Fang gemacht haben, das schauen wir uns gleich an hier auf meinem Bautisch, liebe Freunde. Normalerweise lasse ich mir immer viel Zeit bei der Erklärung des Kartons beim Unboxing, aber dieses Mal, Freunde, möchte ich diesen Karton sofort aufreißen, denn schaut euch dieses Set an. Das Kobi Set 2594, die Limited Edition vom T34-76 in der Version der SU oder dem Panzerkampfwagen T34 747R, das Beutefahrzeug der Wehrmacht, natürlich aus der Historical Collection World War II im Maßstab 1:28. Und dieses Set ist voller Drucke, überall haben wir Drucke, wir haben 3 coole Minifiguren und wenn wir uns die Rückseite angucken, haben wir sogar Stoff. Ganz wichtig, diese rote Fahne heißt nicht, dass dieses Fahrzeug von Piraten gefahren wurde, denn surprise, surprise, die rote Fahne, die Blutfahne war eigentlich die Fahne der Piraten. Nein, die Flagge der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, sprich der UdSSR, ist in Polen verboten. So, aber schauen wir uns die Rückseite an. Da seht ihr die Fakten dieses Fahrzeuges. Hier ja die Version von 1941-42, deswegen ja auch die 76 für die Kanone, dazu aber später mehr. Wir haben natürlich hier Bewaffnung für unsere Minifiguren, für den Soldaten, der schön eine quarzt, für diese Figur, die wir aus einem deutschen Film von 1993 kennen und natürlich einen russischen Panzerfahrer hier mit weißer Uniform, passend zum Winter. Da ist der versprochene Stoff. Wir bauen natürlich beide Versionen einmal für die Fotos, aber jetzt gleich könnt ihr euch ja vorstellen, welche Version ich bauen werde. Ganz wichtig natürlich, wir können den Turm abnehmen und können in den Innenraum gucken. Wir bauen also den Innenraum eines T34 und wir bauen wieder einen Sharkiv-Motor auf einem Stand, wie es sich gehört bei einer Limited Edition. 2 in 1, herrlich. So wie ich das Fahrzeug hier sehe, bereue ich es wirklich nur einmal gekauft zu haben. Schauen wir mal aber, ob ich hier wirklich nicht vielleicht den Tag vor den Abend lobe, in den wir einmal in den Karton schauen, liebe Freunde. Ja, Freunde, da liegt unser T34 auf den Bautisch. Ganz cool, das Zertifikat ist so gefallen, denn ich halte mal kurz zu. Ihr könnt ja mal raten, welche Nummer ich hier habe. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Beim Review zeige ich euch dann die Nummer. Ich finde es immer wieder lustig. So, jetzt wegpacken, so, dass ihr es nicht seht. Natürlich in diesem Umschlag wie immer dann die gelaserten Schilder. Wir haben die Anleitung DIN A4, Klammer gebunden, im Hochglanzformat und es schreit uns an, dass wir dieses Set nur bauen dürfen, wenn wir älter als 10 Jahre sind. Bei so einem großen Set würde ich sagen, passt das, aber das besprechen wir im Review. Wir haben hier eine Tüte 3, eine Tüte 2 und eine Tüte 1. Und was ich ganz cool finde ist, Freunde, wir sehen es hier schon, dass wir graue bzw. weiße bzw. schwarzfarbene Kettenglieder haben. Das Kettenbauen wird bei diesem Fahrzeug also noch schöner, als es eh schon bei Panzern von Kobi ist. Sonst sind diese Tüten hier semi gefüllt, kennen wir bei Kobi ja. Ich finde es aus Umweltaspekten immer ein bisschen blöde, aber wenn es für den Bauschritt oder für das einfache Bauen so ist oder für die Logistik von Kobi, dann ist das ja okay. Schauen wir uns die Anleitung an. Ganz einfach, für alle, die Kobi-Sets noch nicht gebaut haben, immer von mir die kleine Erklärung. Wir fangen mit der Tüte 1 an. Diese hier, die reißen wir auf, verteilen unsere Steine, wie wir wollen, nach Farben, Form. Einfach wie ihr das möchtet, in Schalen, Gläsern oder auf kleinen Körbchen. Ist total egal. Und dann klemmen wir drauf los. Wir sollten immer beachten, dass wir auf der ersten Seite immer hier so eine kleine Legende haben, damit wir wissen, welchen Slope, welches Wedge wir benötigen, ist immer buchstabiert. Und wichtig, Kobi hat keine Seitenzahlen, das heißt, wir höppeln von Baustep zu Baustep, der nummeriert ist, uns von Bauabschlusstüte zu Bauabschlusstüte durch. Wir wissen ja 3 an der Zahl.
Der aktuelle Baustep ist immer farblich, das seht ihr hier, dass wir nämlich hier den ersten schon ausgegraut haben, während der zweite hier grün ist. Pfeile weisen uns den Weg und hier ist der besagte Stoff, ein bisschen ausgefranst, finde ich aber cool, hatte schon Angst, dass er nicht dabei liegt. Und wie gesagt, wir höppeln uns da durch, wir raupen uns wie so eine Panzerkette durch den Schnee. Wir haben kleine Anlegehilfen, gerade hier bei solchen Sachen wie beim Motor, solche Bars oder bei Flat Tiles, also bei Fliesen. Ist immer ganz gut, hier seht ihr es, da braucht man keine Noppen zählen, da legt man einfach an. Und fertig sind wir dann, wenn wir alle 3 Tüten aufgerissen und Steine geklemmt haben, mit dem Baustep 131. Da wird noch einmal erklärt, wie wir den Turm aufbringen, wie wir die Motorhaube öffnen und den Motor und, wenn ich das sehe, sogar hier die Benzinverteilung oder Getriebeteile, ich kann es euch nicht genau sagen, einbaut, um den Motor auszubauen. Ist ja 1:28 Set, diesmal richtig groß detailliert, finde ich richtig klasse. Dann ganz wichtig, welche Teile sind verbaut? Kubi hat hier ja Nummern. Es ist aus dem Punkt wichtig, denn mir ist schon oft passiert, dass Steine gefehlt haben. Ihr schreibt dann einfach hier welche Nummer an dieser Webseite, da gibt es ein Formular, da könnt ihr es monieren. Und auch immer wichtig, dass wir hier eine kleine Zusammenbauhilfe für die Minifiguren haben. Und das Schönste bei Anleitungen, wenn vorhanden, ist immer das schmackhaft machen, diese kleinen Amuse-Girls für andere Kubi-Sets. Die beiden habe ich nicht in den normalen Versionen gebaut, aber ich habe sie als Limited Editions. Findet ihr oben auf dem i auf meiner Kubi Playlist und hier müssten auch nochmal Werbung sein. Da oben auf dem i, da findet ihr diese Sets. Aber jetzt, Freunde, lade ich euch ganz herzlich zu sehr spannenden Fakten ein und vor allen Dingen wünsche ich mir viel Spaß beim Klemmen und euch beim Zuschauen. Wir sehen uns gleich beim Review. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute irgendwie auch über den T34, denn wir sprechen über Beutepanzer, die eine Grundlage des 2-in-1-Sets von Kubi, der 2594. Freunde, ich freue mich richtig, hier ein paar Fakten zu diesem Thema euch präsentieren zu dürfen. Während des Zweiten Weltkriegs nutzte die Wehrmacht eine beträchtliche Anzahl von Beutepanzern, die von anderen Nationen erbeutet wurden. Diese Fahrzeuge spielten eine bedeutende Rolle, insbesondere in den ersten Kriegsjahren, als die deutsche Rüstungsproduktion noch nicht in der Lage war, den wachsenden Bedarf an Panzern vollständig zu decken. Der Einsatz von Beutepanzern war ein pragmatischer Ansatz, um die Schlagkraft der deutschen Panzertruppen zu erhöhen und gleichzeitig Ressourcen zu schonen. Der Einsatz von Beutepanzern in der Wehrmacht resultierte aus verschiedenen Faktoren. Nach den schnellen Siegen der deutschen Truppen in Polen im Jahr 1939, in Frankreich im Jahr 1940 und in der Sowjetunion ab dem Jahr 1941 fielen große Mengen an feindlichen Fahrzeugen in die Hände der Deutschen. Viele dieser Panzer waren noch einsatzfähig oder konnten mit relativ geringem Aufwand wieder instand gesetzt werden. Angesichts der hohen Verluste und der begrenzten Produktionskapazitäten der deutschen Rüstungsindustrie sah sich die Wehrmacht gezwungen, erbeutete Panzer einzusetzen, um die eigenen Truppen zu verstärken. Nach dem schnellen Sieg über Frankreich im Jahr 1940 erbeutete die Wehrmacht eine große Anzahl französischer Panzer. Es wird geschätzt, dass etwa 2000 französische Panzer in deutsche Hände fielen, darunter Modelle wie der Renault R35, der Hotchkiss H35 und der Saumur S35. Diese Panzer wurden unter der deutschen Bezeichnung geführt, beispielsweise der Renault R35 als Panzerkampfwagen 35 R731 F und der Saumur S35 als Panzerkampfwagen 35 739 F. Einige dieser Panzer wurden direkt in die deutschen Panzereinheiten integriert und insbesondere in den besetzten Gebieten und bei der Partisanenbekämpfung eingesetzt. Andere wurden zu Selbstfahrlafetten oder Artillerieschleppern umgebaut. So wurde der französische Renault R35 häufig als Basis für die Umrüstung zu Selbstfahrlafetten für die Panzerabwehrkanone verwendet. Die Nutzung dieser Panzer bot eine schnelle Möglichkeit, die Lücken in den deutschen Panzerverbänden zu füllen, ohne auf die langwierige Produktion neuer Fahrzeuge warten zu müssen.
Die Invasion der Sowjetunion im Juni 1941 brachte der Wehrmacht ebenfalls eine große Anzahl erbeuteter Panzer. Unter den erbeuteten Fahrzeugen befanden sich zahlreiche T-26 und BT-Panzer sowie einige der gefürchteten T-34. Insgesamt fielen mehrere tausend sowjetische Panzer in die Hände der Deutschen. Der T-34 wurde von der Wehrmacht als besonders wertvoll erachtet, da er den meisten deutschen Panzern in Sachen Panzerung und Feuerkraft überlegen war. Die sowjetischen Panzer wurden unter der deutschen Bezeichnung weiterverwendet, zum Beispiel der T-34 als Panzerkampfwagen T-34 747R. Diese Panzer wurden vor allem in den von der Wehrmacht eroberten Gebieten eingesetzt, aber auch an der Ostfront in reguläre deutsche Panzerdivisionen integriert. Die deutsche Industrie versuchte sogar, einige dieser Fahrzeuge zu modifizieren, indem sie deutsche Funkgeräte und Waffen in die sowjetischen Chassis integrierte. Neben französischen und sowjetischen Panzern setzte die Wehrmacht auch Panzer aus anderen Nationen ein. Nach der Besetzung der Tschechoslowakei im Jahr 1938 fielen der Wehrmacht zahlreiche tschechische Panzer in die Hände, darunter der Panzer 38T, der in den frühen Kriegsjahren eine wichtige Rolle in der deutschen Panzertruppe spielte. Insgesamt wurden etwa 400 dieser Panzer in deutschen Diensten verwendet. Auch britische Panzer, die während des Afrika-Feldzugs erbeutet wurden, fanden ihren Weg in die Wehrmacht. Nach der Niederlage der britischen Streitkräfte in Tobruk im Jahr 1942 wurden etwa 100 britische Crusader-Panzer von den Deutschen erbeutet und teilweise wieder instand gesetzt. Diese Fahrzeuge wurden jedoch meist nur in begrenzter Anzahl eingesetzt, da die Versorgung mit Ersatzteilen und Munition schwierig war. Obwohl der Einsatz von Beutepanzern der Wehrmacht kurzfristig half, die Zahl der einsatzfähigen Panzer zu erhöhen, gab es auch erhebliche Herausforderungen. Die Versorgung mit Ersatzteilen für diese heterogenen Fahrzeugtypen war schwierig, da sie aus verschiedenen Ländern stammten und unterschiedliche technische Standards aufwiesen. Dies führte zu Problemen bei der Wartung und Reparatur der Fahrzeuge, was ihre Einsatzbereitschaft einschränkte. Ein weiteres Problem war die Versorgung mit passender Munition, insbesondere für die erbeuteten sowjetischen Panzer. Während die deutschen Panzerabwehrkanonen auf Beutepanzern bzw. deren Chassis in der Regel über ausreichende Munitionsvorräte verfügten, mussten die für die Beutepanzer benötigten Kaliber häufig improvisiert oder in speziellen Chargen hergestellt werden, was die Logistik zusätzlich belastete. Die Nutzung von Beutepanzern durch die Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs war eine pragmatische Entscheidung, die es den deutschen Streitkräften ermöglichte, ihre Panzerverbände zu verstärken und Verluste auszugleichen. Insgesamt setzte die Wehrmacht schätzungsweise zwischen 2500 und 3000 erbeutete Panzer verschiedener Nationen ein, darunter französische, sowjetische, tschechische und britische Fahrzeuge. Diese Panzer wurden in unterschiedlichen Rollen eingesetzt, von der direkten Teilnahme an Gefechten bis hin zur Unterstützung bei Besatzungsaufgaben. Trotz der logistischen und technischen Herausforderungen, die mit dem Einsatz von Beutepanzern verbunden waren, trugen sie dazu bei, die Schlagkraft der Wehrmacht insbesondere in den frühen Kriegsjahren zu erhöhen. Ja, meine Freunde, das waren die allgemeinen Fakten über deutsche Beutepanzer bzw. Beutepanzer im Dienst der Wehrmacht. Ich hoffe, sie haben euch genauso gefallen wie das nun folgende Klemmbaustein-Review. 3 Stunden und 13 Minuten habe ich gebraucht, um diesen Traum oder Albtraum in grün-weiß-schwarz zu bauen. Das Kubiset 2594, den T-34 Schräger 76 bzw. den Panzerkampfwagen T-34 747R. Diesen hätte ich eigentlich für uns bauen wollen, aber liebe Freunde, ihr seht vielleicht hier meine Anleitung, hat ganz viele Markierungen, denn wir müssen über dieses Set reden. Ich wollte es euch erst einmal zeigen und ganz großer Punkt, wo viele Leute mich in den Kommentaren schon mal angeschrieben haben, wieso kriegt man eine rote Fahne, wenn man doch so viel Geld für eine Limited Edition ausgibt? Warum sind da nicht Hammer und Sichel drauf? Ganz einfach, Freunde, diese Fahne ist laut meinen Kenntnissen in Polen verboten. Deswegen gibt uns dann Kobi hier diese rote Fahne. Das erwähne ich immer ganz gerne, je nachdem, wann ihr auch hier einschaltet, wann ihr zu welchem Punkt springt. Ganz wichtig, das ist hier nicht eine Sparmaßnahme oder Kobis fehlendes Können. Nein, auch zum Beispiel bei der Victory Parade haben wir das gleiche, da haben wir auch nur eine rote Fahne.
Ich habe euch mal zum Vergleich den T34 aus 2020, die 2476 Anton hier gegenübergestellt. Da gibt es auch auf dem i hier oben ein Video auf meiner Kubi-Playlist und ebenfalls aus 2020 habe ich euch ebenfalls den T34, die 2702 in der 1:48 Variante mal gegenübergestellt, damit wir so ein bisschen vergleichen können. Natürlich hinkt das hier ein bisschen, weil wir haben hier beide Fahrzeuge in der Version T34-85. Trotzdem finde ich, macht es schon mal ein gutes Bild, wenn wir mal vergleichen wollen. Hier Maßstab 1:28 gegenüber Maßstab, ja, ausgedacht. Kubi hat ja mal so eine Phase, wo sie ein wenig ihre Maßstäbe gefühlt gewürfelt haben. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn dieses Set ist eher Albtraum als Traum gewesen. Auch wenn es jetzt traumhaft schön da steht, habe ich doch einiges an diesem Set auszusetzen. Fangen wir aber erstmal an mit den coolen Sachen. Natürlich wieder schön ein Zertifikat. Dementsprechend auch natürlich hier ein Typenschild mit der Zertifikatsnummer, der 212, schön gelasert, T34-76, die Bauversion 41 bzw. 1942, Maßstab 1:48. Immer cool, schön dabei, gefällt mir, deswegen mag ich Limited Editions. Dann mag ich Limited Editions auch immer, weil wir Schnickschnack dazu kriegen, wie zum Beispiel diesen Wegweiser, dass es nach Stalingrad nur 75 Kilometer sind und nach Dresden 2425 Kilometer. Sieht also aus, als hätten wir hier ein Fahrzeug theoretisch der Armeegruppe Hott, beziehungsweise vom Panzergeneral Hott, der ja quasi in der Nähe von Stalingrad operiert hatte und viele haben ja gedacht, das wäre die Entsatzungsarmee, die Panzerarmee, aber wenn man die Geschichte mal nachliest, falsch gedacht. Übrigens, der General Hott ist auch der Namensgeber für den Eisplaneten Hoth, den wir kennen bei Star Wars. Kleiner Fakt am Rande. Ja, das ist das Typenschild. Dann haben wir zwei Figuren, die ich besonders cool finde und den Tanker natürlich auch, den Tankfahrer. Fangen wir aber mal mit dieser einen Figur an, die ich schon vorhin euch etwas angeteast habe. Und zwar ist das hier unser Hauptmann Haller. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Hauptmann Haller ist aus dem Stalingrad-Film von Herrn Josef Vilsmeier aus 1993. Wir sehen auch hier in den Kragenspiegeln, dass es ein Hauptmann ist. Wir haben hier Unterkühlungen an den Brillen, die typische Brille und auch diese Felljacke. Jeder, der den Film Stalingrad kennt, kennt diese Figur. Schön bedruckt, auch hier mit diesem Schal um den Kopf. Hinten leider nicht so bedruckt, aber eine schön bedruckte Figur. Da wird Kubi immer besser und auch hier mit der Offiziersmütze und an den Kragenspiegeln erkennen wir auch hier einen Hauptmann. Dann haben wir hier unseren russischen Soldaten mit dieser typischen Fließjacke, dieses Gesteppte, hat eine Zigarette im Mund und eine Narbe unter dem Auge. Zigarette, vielleicht diese berühmte russischen Zigaretten mit einem Knick in der Mitte, damit man die Winterhandschuhe tragen kann. Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Vielleicht könnt ihr mir das ja unten in die Kommentare schreiben. Und dann natürlich das typische ikonische Maschinengewehr mit dem Trommelmagazin, was wir kennen. Das kennen wir auch im Film Stalingrad. Und hier schaut mal, die Rückseite auch sehr schön bedruckt. Und diese typische Steppjacke, auch ganz ikonisch in vielen Antikriegsfilmen, da kennen wir diese Uniform und dann dieser typische Sowjethelm, den wir auch gleich am Panzer wiedersehen werden. Und dann natürlich hier unser Tanker, unsere Tankcrew, unser Tankfahrer oder Kommandant. 3-Tage-Bart, wie es sich gehört. Schön bedruckter Torsi und ja, gedoppelt eigentlich mit dem Dienstglas, das Fernglas. Er hat eins in der Hand, er hat eins umhängen, er hat hier diese weiße Winterfelljacke und einen Patronengurt bzw. Holster für die Pistole, einen Gurt quer über die Uniformjacke und einen Gürtel mit Koppel und von hinten dann keine Drucke und aber diese typische sowjetische Panzermütze, die wir bei vielen Kubi-Sets haben und eisblaue Augen. Eine sehr coole Minifigur. Auch Highlight im Set kann ich euch sagen, auch wenn ich mich beim Bauen, das habt ihr vielleicht im Speedbild gesehen, etwas schwer getan habe, ist der Motor, unser Charke V234. Etwas blöd ist, wenn ihr mal guckt, dass er eigentlich gar nicht richtig auf den Stand passt und das zieht sich ein bisschen durch dieses Set durch, dass da irgendwie
ja, nicht zu Ende gedacht wurde. Ihr seht, hier ist die Jumper, da guckt die Noppe kurz hoch und ihr seht, dass das Rad hier eigentlich aufliegt auf dem Stand und ich gar nicht richtig drücken kann. Wenn ich jetzt fest drücken würde, würde mir hier das Rad abgehen. Da seht ihr es, da ist die Jumper, ist auch in der Anleitung so, da ist hier dieser 1x4er Stein mit dem Loch in der Mitte, der abgerundet ist. Also ihr seht, es legt eigentlich auf, es liegt auf. Und egal wie ich es mache, wie rum, es passt nicht. Ich könnte es höchstens so, auch so passt es nicht. Vielleicht könnte man es so machen. Nein, es passt so, wie man es drehen und wenden will, passt es nicht richtig drauf. Man kann es also nur so andrücken, nicht richtig festdrücken. Trotzdem schön gebaut, schön kleinteilig. Hier schön die Ventildeckel. Also ein richtig toller Motor. Gefällt mir gut. Auch wie gesagt, wenn ich mich beim Bauen schwer getan habe, hat es Spaß gemacht, dieses Set jetzt hier sein eigen nennen zu dürfen, beziehungsweise freue ich mich da drüber. Und wir sehen den Motor ja auch gleich nochmal wieder, wenn wir ihn in das Fahrzeug stecken, denn kleiner Spoiler, das können wir machen. Kommen wir jetzt zu dem ja, noch Positiven, dass wir viele Steine über haben, Kettenglieder, hier weiße, beziehungsweise dieses weiß-grau und auch schwarz und viele sonst kleine Steinchen, Bolzen, Ringe, Bügelperlen, wir kennen das alles, das ist noch ganz nett. Aber, jetzt kommen wir zu dem Negativen und dann zeige ich euch das Fahrzeug. Ich habe einen kaputten Stein hier, der ist sehr verformt, der war in dem Set da drin. Das ärgert mich ganz blöde, ganz schrecklich, weil damit im Innenraum Sitze gebaut werden, zeige ich euch gleich. Schade, so ein verformter Stein ist immer blöd. Erinnert euch daran, das Set kostet 100 Euro. Ja, da ist so ein Stein blöd, kaputter Stein. Aber ja, kann man vielleicht noch verstehen, ist ja hier irgendwie in der Produktion kaputt gegangen. Fehlguss kann man reklamieren, alles gut. Das Blöde ist, ich habe erst heute eine Lieferung bekommen von Kobi, wieder von Steinen. Meine ganzen gesammelten hatte ich in den letzten Videos erzählt. Ja, kann ich also gleich wieder loslegen. Denn jetzt kommt es, Freunde, jetzt geht es richtig ins Eingemachte. Wir haben ja hier mehrere Steine, ihr seht es ja schon, Balkenkreuze, weil man dieses Fahrzeug ja umbauen könnte in ein Beutefahrzeug in den Panzerkampfwagen T34 747R. Und das hatte ich eigentlich vor. Ich hatte ja hier schon einen T34 und da ich hier ein Winterfahrzeug habe und das passt ganz gut zu unserem Wintertiger, dachte ich mir, könnten wir doch hier die deutsche Version bauen. Aber das geht gar nicht. Kobi hat hier mir nicht die richtigen Steine mit beigelegt. Und wenn ihr mal guckt, sieht man es eigentlich auf dem ersten Blick schon, vielleicht welche Steine mir fehlen. Sieht man nämlich hier oben am Turm, dass wir hier eigentlich da, wo der der rote Stern ist mit dem grün, so ein Stein, so ein Egg-Slope oder Wedge-Slope, wie auch immer man es nennen möchte, solche Steine jeweils links wie rechts fehlen, damit wir die deutsche Version bauen können. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal in der Anleitung, weil ich habe da eine ganze Menge markiert, was mir nicht gefällt an diesem Set. Erinnert euch daran, es kostet 100 Euro. Ich habe eine Limited Edition. Eigentlich ein cooles Set. Das Thema ist super. Man kann es in 2 Versionen bauen. Aber. Jetzt geht's los. Ich lege es mal kurz hier hin. Wir schieben mal ein bisschen alles zur Seite. Und dann gehen wir drauf ein. Erstmal sonst alles ganz gut, verständlich zu bauen. Die ersten Schritte. Sie ist sehr vollgepackt. Sehr dünn, dafür aber sehr viele Bauschritte. Darüber kann man ein bisschen, ja, kann man drüber nachdenken, ob das so gut ist oder nicht gut ist. Hier kommen wir gleich zu dem Punkt, wo ich sage, ja schade, weil hier unten, da seht ihr es, da wird dieser Stein angebaut, damit wir hier Sitze bauen können im Innenraum. Den zeige ich euch halt gleich noch. Und bei mir schwebt halt jetzt bis jetzt, im Moment, bis ich den Stein habe, hier die Rückenlehne in der Luft. Warum das eigentlich egal ist, zeige ich euch gleich auch nochmal. So, dann blättern wir durch, alles cool. Dann kommen wir zum nächsten. Mir fehlt nämlich auch ein Stein. Den habe ich nachgesucht in meiner Grabbelkiste. Die habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt, die ich immer hier nebenbei stehen habe. Da habe ich ihn Gott sei Dank gleich gefunden. Mir fehlt hier hinten so ein Hakenstein, so ein runder. Hier, da, der war im Set nicht dabei. Also habe ich eigentlich schon 2 Steine, die mir fehlen. Ärgerlich bei einem 100-Euro-Set. Dann der Motor, ich habe es euch gesagt, habe ich mich ein bisschen verbaut, aber eigentlich macht der Spaß zu bauen. Auch diese Bauweise hier in der Anleitung beim Set 2594 macht richtig Spaß. Ist mal anders, man baut ihn auf dem Kopf, aber bei den anderen Versionen, wo ich diesen Sharkev-Motor gebaut habe, bin ich immer hier durcheinander gekommen und das macht hier diese Anleitung, dieses Set besser.
Dann habe ich auch hier meine Probleme gehabt, weil ich, wie gesagt, den Motor falsch gebaut habe. Aber das ist alles meine Schuld gewesen. Da kann die Einleitung nichts dafür, da kann das Set nichts dafür. Jetzt kommen wir aber zu Bausteps, die ich ein bisschen komisch fand, weil wir hier sehr viel diese Seitenschürzen bauen, wo die ganze schräge Panzerung drauf baut über den Ketten. Und ich finde, da ist sehr viel an Steinen gelegt, wo man immer mal wieder 3, 4 Mal nachgucken muss. Hier zum Beispiel, ja gut, das ist die Verknotung, das Stoffthema. Das finde ich auch nicht so gut gelungen, aber das liegt auch eher an mir, weil ich nicht so gut im Kneten bin, beziehungsweise Schnüren. Hier muss man Kneten und Schnüren sagen, weil diese Schnüre bei Kobi sind ja immer so ein bisschen leicht eingeölt. Das kann ich nicht gut, wird auch blöd aussehen, seht ihr gleich. Ich habe aber keine Lust zu schneiden, weil diese Schnüre hier eigentlich selten sind. Bei Kobi auf jeden Fall. Generell bei Kobi sind Steine ja eh immer selten. Man kann sie ja schlecht nachbestellen, außer sie fehlen. Und das muss ich hier in großem Maß. Aber ja, wenn man Steine braucht, nachkaufen sind die relativ teuer. Mache ich aber noch mal ein Video zu, wie ihr trotzdem an Steine kommt. Das Video wird länger dauern, einfach weil ich hier frostig bin. Ich finde hier, man kann es immer sehr schlecht sehen. Gerade das Weiß auf Weiß ist bei Kobi immer schlecht, beziehungsweise dieses Grau-Weiß auf Blau-Grau. Das ist immer ein bisschen blöd. Kobi zweigt dann immer mal wieder ab an diese kleinen Fensterchen. Da musst du aber haarscharf aufpassen, dass du nicht mal irgendwie die Hand drauf hast oder so und dann vielleicht hier so das eine übersiehst, was du machen sollst. Sonst ganz nice, dass Kobi kleine Fliesen hat, die Drucke haben, die man erstmal sich denkt, warum verbaut man das? Und von innen kann man es dann gleich sehen, sehen wir aber. Aber wir kommen zu einer Sache, die ich ganz gruselig finde. Hier zum Beispiel, da meine ich halt, da ist ein kleines Fenster, wo man gucken muss, da wieder, weil die Perspektive hier blöd ist, wenn man hier an der Seite Steine verbaut, da muss man echt darauf achten, dass man diese kleinen Fenster guckt. Aber das ist ja nur etwas, wo man darauf aufpassen muss, wo man als Erwachsener halt ja Augen aufhalten muss. Ganz normal, Kobi sagt ja auch, ist ein Set, was man ab 10 Jahren bauen muss, alles cool. Was aber blöd ist, und da hole ich auf, ist der Baustep hier zum Beispiel, die 88. Sobald wir hier den Deckel draufsetzen, auf das ganze schöne Innenleben, können wir so lange nicht reingucken, bis wir den Turm drauf bauen. Weil erst wenn wir den Turm drauf bauen, dann können wir diesen Deckel abheben, der ist dann fix mit dem Turm und dann können wir in den Innenraum gucken. Das heißt, wenn euch einfällt, ach, ich habe mich verbaut oder da ist was lose gegangen, weil hier drin auch Kleinteile sind, die man reinklipsen muss, das habt ihr vielleicht gesehen, wie die Munition und so weiter, hier, da ist die Munition drin. Wenn man da mal was nicht richtig macht, dann musst du hier, wie ich, zum Beispiel mit einem Hebelwerkzeug das aufhebeln, damit man rankommt. Oder man wartet halt, bis man den Turm gebaut hat. Aber das auch nur so am Rande. Jetzt kommen wir zu dem, was mich richtig ärgert. Hier die Bauweise der Ketten finde ich ein bisschen, ja, ist klar, ist anstrengend, wenn man hier schwarz und weiß-grau wechseln muss. Aber ich baue hier erst A und dann baue ich B und dann baue ich hier AB und AB zusammen. Das war für mich etwas unlogisch. Aber auch das kann logisch sein. Das kann hier nur an meinen beschränkten Schädel liegen. Alles cool. Aber was ich überhaupt nicht mag, ist Steine, die fehlen. Und jetzt geht's hier los. Hier kann man jetzt die deutsche Version bauen. Hier wird auch immer gesagt, Fragezeichen, deutsche Version oder russische. Ihr erinnert euch hier, die Steine, das sind die Steine für die deutsche Version. Heißt, ja, kein Problem, überall wo ein Balkenkreuz ist, da mache ich ein Balkenkreuz hin. Und da, wo es die sowjetische ist, kommt halt kein Balkenkreuz hin, alles gut. Und achtet mal drauf hier vorne. Das hier ist die Seite mit dem Geschütz, die uns hier auch anlacht. Und jetzt kommt es. Hier. Tada! Es gibt jetzt hier keinen Hinweis, wie ich die deutsche Version baue. Was nicht schlimm ist, kann ich mir auch erdenken. Aber eine Anleitung sollte eigentlich anleiten. Wir sehen hier nur, dass wir hier rote Kreuze dran klemmen müssen. Hier links wie rechts, wenn wir die sowjetische Seite bauen wollen. Erinnert euch aber, auf dem Karton, da oben sehen wir weiß-weiß. Also wir bauen hier auch nicht ein Mischmasch, also roter Stern, Balkenkreuz, sondern der Wehrmachtspanzer hat eigentlich hier weiße Steine. Das Lustige ist, wenn man nachzählt von diesen Steinen, ich habe es gemacht, in der Anleitung hinten, da fehlen auch 2 Stück. Also links wie rechts fehlen die auch. Auch ganz verwirrend dann wieder hier ein Bild, ne, wo wir Balkenkreuz drauf haben und Stern. Also ein Hybridpanzer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier die kleine Kanone für die deutsche Version, dann wieder den roten Stern und dann wieder eine rote Fahne, finde ich etwas durcheinander. Und wie gesagt, ich habe nachgeschaut. Wenn man hier schaut, es fehlen wirklich 2 Steine von dem Stein 171983 und 171980. Das sind die Steine hier unten. Denn es sind nur 5 verbaut und 5 kommt super hin, wenn man hier noch die beiden hinzunimmt für die sowjetische Version. Aber eigentlich müssten es 6 sein jeweils, damit ich die deutsche Version bauen kann, wenn ich mich an dem halte, was hier auf dem Karton abgebildet ist, nämlich einfach keine Sterne.
Vielleicht habe ich einen riesengroßen Gedankenfehler, dann dürft ihr es gerne alle unten in die Kommentare packen. Vielleicht bin ich dann auch zu blöd, aber ich meine, hier fehlen einfach 2 Steine. So, ich werde für die Fotos, die wir uns dann natürlich gleich nochmal gemeinsam anschauen und ich kommentiere dann nochmal, es gibt nochmal ein paar Fakten, ist ja klar. Die Detailfotos, da werde ich hier ein bisschen tricksen, da werde ich die Steine anbauen und bei Photoshop versuchen, das wegzumachen. Und dann habt ihr trotzdem auf den Fotos eine deutsche Version und eine sowjetische Version. Aber jetzt reden wir mal wirklich über das Fahrzeug, denn an sich ist es schön geworden. Es rollt sehr gut, Freunde. Es rollt sehr gut. Seht ihr jetzt nicht, weil mein Bautisch hier, doch, da seht ihr es, es wackelt sogar richtig schön hier, als wenn ein T34 über die Steppe kommt. Rollt sehr gut und das ist wirklich immer was Tolles, weil auf meinem Bautisch hier ist es sehr glatt. Hervorzuheben natürlich die vielen tollen Drucke. Ich habe es gesagt, vorhin hier die Roten Kreuze für die Rote Armee. Wir haben hier überall die Originaltarnung, das Grün durchschimmern. Wir haben hier schön bedruckte Kistenteile, also Fliesen hier, die aussehen wie Holzkisten. Wir haben hier Gitter von der Motorabdeckung. Wir haben hier überall Drucke, da auch wieder so grün durchschimmern. Hier übrigens die hässliche Verschnürung von mir und da auch am Turm die Luken, richtig schöne Drucke. Und im Innenraum gibt es noch mehr Drucke. Ich nehme jetzt mal den Turm ab, denn das ist das, was ich meine. Jetzt kann man den Turm abnehmen und dann hat man hier diese Platte in der Hand und dann kann man reingucken. Und dann schaut mal hier, da haben wir eine kleine Fliese mit einer Uhr, also irgendein Anzeiger, richtig nice. Wir haben hier vorne die Sitze, erinnert euch, da fehlt mir ein Stein. Und man hat hier halt dann schöne Kisten und Werkzeug und die Munition. Richtig cool. Wir haben hier eine schöne Luke, die uns suggeriert, da ist der Fahrer, der guckt da raus. Und wir haben halt dann auch da diese eben gerade von mir gesagten Sitze und die Hebel. Das finde ich auch ganz nice. Schön auch hier die Bleche vollgepackt mit, ja wahrscheinlich Stahlseil soll das sein, Helm, überall Kisten. Wir haben hier eine Antenne und Werkzeug. Alles cool und natürlich dieses tolle zweifarbige Kettenlaufwerk. Blöd natürlich, man kann es nicht wirklich an die Sitze gucken, man kann es aber relativ leicht auseinandernehmen. Man muss halt hier nur packen, einmal hier drunter und dann fällt mir wahrscheinlich gleich alles auseinander, aber das war mir bewusst bei diesem Review. Dann kann ich die Klappe hier so aufnehmen und dann seht ihr hier die Sitze und da seht ihr den Stein, der mir fehlt, deswegen klappt der Sitz so nach vorne. Ob man da jetzt eine richtige Figur hinpacken könnte, könnte man mal versuchen, solange hier für mich die Rücklehne kaputt ist vom Sitz, bringt das nichts, aber ich finde es ganz gut, dass Kobi hier ja den Weg geht. Komm her, wir machen mal Innenraum. Finde ich ganz gut. Und das ist halt die Front von vorne, auch mit rostigen Ketten, richtig schön. Also wir haben hier quasi 3 Farben für die Kettenglieder, das gefällt mir. Und auch eine schöne Luke. Dann natürlich, wenn wir über die Luke reden, haben wir hier noch die Motorraumabdeckung, die wir hier so abnehmen können. Hängt hier auf 2 Noppen. Der Motor ist natürlich nicht drin. Hier ist diese Abdeckung. Wir haben hier eine Klappe, die wir aufmachen können. Richtig cool gebaut. Also schöne Bautechnik, das macht Spaß. Und jetzt kommen wir zu etwas Kuriosem. Nämlich hier haben wir so eine Verteilung. Die müssen wir rausnehmen. Ist auch in der Anleitung so gezeigt, damit wir dann hier auf die Jumper Plate unseren Motor packen können. Der Motor ist da hinten. Den habe ich aus dem Bild geschoben. Und dann packen wir ihn hier einfach auf unsere Jumper Plate drauf. So, und das geht auch relativ simpel, wenn man es wie ich trifft. So, da ist der Motor drin und jetzt packen wir diese Verteilung hier wieder drauf. Und das sieht dann schon wirklich cool aus. Da kann man ja Etappe der Roten Armee spielen, wobei ich weiß ja, wir spielen mit solchen Sets nicht. Und dann machen wir hier die Motorklappe wieder drauf. Da noppen wir es auf. So. Und dann kommt der Turm hier drauf. So, der Turm lässt sich auch sehr gut drehen. Bisschen krass für diese riesengroße Luke. Das weiß ich gar nicht, ob die beim T34 wirklich so groß war. Und ihr seht schon, Kobi klemmt so gut. Da geht mir hier der Lukendeckel ab. Na, so. Aber ist ein sehr großer Deckel. Und dann haben wir hier oben ja auch nochmal einen Print. Und natürlich die rote Fahne habe ich gerade erwähnt. Schauen wir nochmal ganz kurz von unten. Solide Bauweise, so eine Mischung aus alten und neuen Techniken, also eigentlich fast eine alte Bauweise, indem wir nämlich hier diese typischen Räder haben mit unseren Achssteinen, einmal 4er oder 2x2er und dann trotzdem aber an den Seiten wieder mit Brackets arbeiten. Also per se ein schönes Fahrzeug, aber mir fehlen hier Steine. Ich habe
Unabhängig davon, ob ich jetzt hier einen Gedankenfehler habe, fehlende Steine, einen kaputten Stein, und das macht mich etwas unglücklich. Aber Freunde, ich glaube, ich habe bis jetzt hier alles gesagt. Ihr bekommt jetzt die versprochenen Detailbilder, damit ihr euch selber einen Eindruck verschaffen könnt. Und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ein sehr langes Video neigt sich dem Ende. Ihr bekommt ja Gott sei Dank Sprungmarken, sodass ihr dahin springen könnt, wo ihr wollt, was euch interessiert. Mir ist noch wichtig, euch hier die Detailbilder zu liefern, wie ich euch versprochen habe, damit ihr alles nochmal seht vom Set. Und mit Photoshop verändert auch 3 Bilder am Schluss, damit ihr hier die Limited Edition, die 2-in-1 Version auch richtig schmecken und fühlen könnt, nämlich den Panzerkampfwagen T34 747R. Ich habe einfach die roten Sterne und die grünen Flecken wegretuschiert und die Balkenkreuze angebracht. Die Kanone ist die längere, wie gesagt, ich habe die sowjetische Version hier einfach per Photoshop umgebaut. Stichwort ist aber auch umgebaut, denn wenn ihr überhaupt keinen Bock auf diese Limited Edition habt, dann wartet einfach bis Mitte September, dann wird es die Kobi-Version des T3476 Modelljahr 1941-42 geben. Das Set dann 2595 mit 852 Steinchen und einer Minifigur, auch hier den weißen Tanker. Das Set wird um die 80 € kosten und ich habe gesehen, dass ihr bei manchen Händlern das Set schon Mitte 70 € vorbestellen könnt. Schaut einfach mal im Internet. Gerne dürft ihr auch natürlich unten in der Videobeschreibung gucken. Da findet ihr ja meinen Partnershop, wo ich immer kaufe, mit den 15% Rabattgutschein Blockstar. Und generell schaut dort unten vorbei. Da seht ihr auch nochmal ein paar weitere Links zum Thema Beutepanzer und auch ein Buch, das ich habe. Da könnt ihr gerne mal nachschauen, falls euch das Thema auch interessiert. Und ja, ich habe hier den Sherman so ein bisschen ausgelassen, beziehungsweise die amerikanischen Fahrzeuge, denn ich habe im Hinterkopf, hier nochmal ein Video zu machen. Ich habe mir einen Sherman extra doppelt gekauft. Vielleicht baue ich den für euch nochmal um als Beute-Sherman der Wehrmacht. Denn ich weiß, da draußen gibt es einige tolle Mocker, die auch schon solche Versionen gebaut haben. Ihr könnt mir das ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Beutepanzer aus Kobi-Sets gebaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen von eurem Hobby erzählt, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass man mir hier heute Kobi-Bashing unterstellen könnte. Ich bin noch hin und her gerissen zwischen völligen Zerriss oder ja, es mir schön zu reden, indem ich sage, wir haben hier einen Beutepanzer, nämlich einen von der Wehrmacht eroberten T34, der dann wieder von der SU zurückerobert wurde. Und so haben wir es ja auch gerade, solange die Steine fehlen. Da ich hier mir keine Meinung bilden kann, ich das Set eigentlich gut finde, aber trotzdem sehr enttäuscht bin, überlasse ich euch mal die Meinung. Schreibt mir eure bitte unten in die Kommentare, lasst mich wissen, was ihr von diesem Set hier inklusive diesem Bock von Kobi haltet. Und auch ganz wichtig für euch noch zur Info, ich habe Offizielle von Kobi angeschrieben und habe auch gesehen, dass viele bei Facebook bei Kobi schon diesen Fehler moniert haben. Ich habe natürlich noch keine Rückantwort. Wir haben gerade Anfang September, das Set ist gerade frisch draußen und ich glaube, mein Review ist auch eines der ersten hier auf YouTube. Deswegen harren wir der Dinge, was Kobi uns da sagt. Ich habe die Teile zwar schon moniert, aber vielleicht bekommen wir die ja auch automatisch zugeschickt. Müsste ja eigentlich so sein, denn Kobi hat ja schließlich alle Daten von uns Käufern dieser Limited Edition, weil wir die ja nur bei Kobi kriegen. Also, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und ich wünsche euch natürlich dann wie immer bei einem Panzer, das ist ja auch nur ein Auto quasi, eine gute Fahrt, egal wohin ihr fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.